Hallöchen und mal wieder einen wunderschönen guten Abend aus Tokio. Ja, alle Jahre wieder. Naja, kommt nicht hier nicht unbedingt der Weihnachtsmann, aber ja, bald ist Zeit für den Nihongo no Ryoku Shiken, auch bekannt als JLPT. Da ich ehrlich nicht hundertprozentig weiß, wie der jetzt in Deutschland abläuft, beschränke ich mich informationsmäßig jetzt nur hier auf Japan. So, der JLPT findet hier zweimal im Jahr statt. Einmal im Sommer und einmal, ja, bald ist es soweit, im Winter. Und ich sollte langsam mal anfangen zu lernen. Yay! Ja gut, ich habe nebenbei schon gelernt, aber ich habe das Gefühl, man kann nie genug lernen. Vor allem bei dieser Sprache. Insgesamt gibt es vom JLPT 5 Stufen, Schwierigkeitsstufen. Angefangen mit der einfachsten, die die 5. darstellt, bis hin zu Number 1, die schon fast einem Native Speaker gleicht. Der Test selbst besteht aus verschiedenen Shiken Kamoku, Test Sections. Da hätten wir Nummer 1, Moji Goi. Und zwar wäre das Language Knowledge Vocabulary. Dann hätten wir Bumpo und Dokai. Das wäre Grammar and Reading. Und zu guter Letzt Chokai, was die Listening Comprehension darstellt. Ja, eigentlich ziemlich übersichtlich. Das Ganze beginnt ja meistens, ich muss mal kurz schauen, um 12:30 Uhr und geht bis 16:30 Uhr. Ja, also man sitzt da gut eine Stunde rum und braint vor sich hin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Sprachschulen läuft, aber bei meiner ist es so, dass diese, auf die ich gehe, einen ziemlich gut auf den JLPT vorbereitet. Es gibt Vorbereitungskurse und auch selbst wird man ziemlich mit Informationen einer Art zugestopft, sodass eigentlich keinerlei Fragen offen bleiben. Es gibt auch von der Schule selbst einen internen JLPT-Test, der aber nicht natürlich offiziell ist, sondern eigentlich nur der Vorbereitung dient, dass man ungefähr sehen kann, okay, in diesem Level ungefähr befinde ich mich und ja, man kann sich quasi testen. Ich werde jetzt zum Beispiel den N3 machen. Um mal ganz offen zu reden, eigentlich nützte ein überhaupt nichts. Er ist eigentlich nur ein Selbsttest, um zu sehen, wie gut ich die Sprache nun beherrsche. Ehrlich gesagt, wenn man hier arbeiten möchte oder sonstiges, kann man es eigentlich unter N2 vergessen. Und selbst da wird es schon kritisch. Also mal um alle Traumseifenblasen platzen zu lassen. Also mit N4 oder N3 braucht ihr hier eigentlich gar nicht erst anzutanzen. Ja, bittere Realität, aber so ist es leider wirklich. Die meisten Informationen findet man auf der Webseite, die ich hier jetzt einblenden werde. Und zwar ist sie offiziell. Es gibt sie auch in anderen Sprachen, Gott sei Dank. Und ich glaube, es gibt auch Informationen, wo der JLPT-Test ja, in anderen Städten auf dieser wunderschönen weiten Welt stattfindet. Nachdem man sich angemeldet hat mit dem ganzen Prozedere, erhält man so einen wundervollen kleinen Zettel. Yeah, confidential, deswegen halte ich die ganze Scheiße auch zu. Dort wird einem eine Universität zugeteilt, ja, zu der man sich dann irgendwie hinkrüppelt und dort dann die paar Stunden verbringt, indem man irgendwie das Wissen seines Lebens ausschüttet. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Test kostet an sich umgerechnet, ungefähr waren es glaube ich 50 Euro. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde eventuell danach mal berichten, wie es war und ob ich vielleicht bestanden habe. Ja, mal sehen. Ich höre immer auf jeden Fall verschiedene Meinungen. Die einen sagen, N3 ist machbar und die anderen sagen, N3 war eine totale Katastrophe. Aber natürlich ist es immer individuell, weil je nachdem, wie man halt lernt, ne? Das ist immer natürlich so der Punkt in der ganzen Sache. Ich persönlich, wie es mir zum Beispiel gerade geht, ich habe tierische Angst vor Grammatik. Mein Steckenpferd ist komischerweise irgendwie Kanji. Ich weiß nicht warum, irgendwie liegen mir Kanji. Ich liebe Kanji. Ich habe damit irgendwie keinerlei Probleme. Aber was die Grammatik anbelangt, da ja, muss ich halt ein wenig ranklotzen. Ich habe hier vor allem mal einen wunderschönen N4 ja, JLPT möchte gern Test. Da werde ich euch gleich einfach mal ein paar Sachen einblenden, damit ihr ungefähr seht, wie so ein JLPT aufgebaut ist.
Zuallererst geht es um das Vokabular. In der ersten Aufgabe werdet ihr Kanji sehen und müsst demnach die Yumikata herausfinden. In der nächsten Aufgabe läuft das Ganze andersrum. Ihr habt die Yumikata und müsst das jeweilige Kanji dazu finden. Was kommt dann? In der darauffolgenden Aufgabe müsst ihr das passende Wort in die Lücke einsetzen. Ja, wie gesagt, ich blende es euch gleich mal ein. Also der erste Part ist ja lieblich. Dann geht es zu meinem Lieblingspart, nicht der Grammatik. Ja, die erste Aufgabe könnt ihr euch eventuell schon denken, für jeden, der irgendwas schon mit Japanisch zu tun hatte. Es geht in allererster Linie, ja klar, um unsere allerbesten Freunde, die Partikel. Die werden dann natürlich freudig eingesetzt, natürlich nur korrekt, weil Partikel kann man ja nur immer richtig einsetzen. Dann kommen halt so typische Aufgaben von wegen die richtige Form eines Verbs einsetzen, etc. etc. Was auch dazu gehört, ist das Verständnis von Texten. Das werde ich euch auch einfach mal gleich einblenden. Ihr werdet verschiedene Texte haben und jeweils zu diesen Texten Fragen gestellt bekommen, beziehungsweise unter anderem 4 Aussagen darunter finden und die richtige ankreuzen. Weil im 3-Level dürften das vor allem irgendwelche Alltagsdinger sein, auch irgendwelche Öffnungszeitenpläne oder Schedules. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Und der letzte Part ist das Hörverständnis. Sprich, es läuft ich wollte schon sagen, eine Videokassette, ja, das wäre es natürlich. Ich wollte auch jetzt Kassette sagen, sag mal, ich bin schon ein bisschen retro heute wieder, wa? Ja, es wird auf jeden Fall eine CD abgespielt mit einem kleinen Hörspiel, wie zum Beispiel einer Wegbeschreibung. Und ihr müsst dann das Richtige ankreuzen. Bei unserem Test war das allerdings so, dass das Band nur einmal durchlief. Also sprich, man musste wahnsinnig konzentriert sein. Hörverständnis ist vor allem der letzte Part der Prüfung. Das heißt, du bist eigentlich schon so dermaßen am Arsch und musst dich nochmal so richtig anstrengen am Ende. Ja, ihr merkt schon, es ist richtig witzig. Die Antworten werden nicht auf das Arbeitsblatt direkt eingetragen, sondern hier auf einen separaten Zettel. Ja gut, es sind mehrere, dementsprechend immer für jedes Fachgebiet. Und dort werden dann halt die Antworten angekreuzt. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was es so zu diesem Test zu sagen gäbe. Dann gibt es noch Literaturtipps. Yay! Wir in der Sprachschule benutzen dieses Buch. Das ist wahnsinnig gut. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist hilfreich, es ist toll. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier den Saiki Movie Flyer drin, der mich jedes Mal motiviert. Da blende ich euch auch jetzt nochmal ein paar Seiten ein. Es ist echt gut. Am Ende habt ihr sogar noch eine CD für die ganzen Hörverständnisaufgaben. Es ist wirklich empfehlenswert. Das nächste Buch, das ich selbst gekauft habe, oh, wie das klingt, ja, ich kann schon selber ein Buch kaufen, yeah, ist dieses Buch hier. Auch ähnlich aufgebaut wie das Buch davor, allerdings mit keiner CD drin. Aber was mir an diesem Buch sehr gut gefällt, jede Grammatik ist am Anfang nochmal richtig schön erklärt und ausführlich mit Beispielsätzen und, was vor allem mir sehr wichtig ist, mit englischer Übersetzung.
Und das letzte Buch in der Reihe trägt den Namen Try, was ein bisschen unglücklich gewählt ist, wie von wegen, ja, versuch's doch, kannst auch eh gleich aufgeben. Nein, Spaß beiseite, ernst kommt. Dieses Büchlein hat auch eine wundervolle CD vorne drin und ist auch wieder wie die anderen ähnlich aufgebaut. Gut, natürlich sind die alle ähnlich aufgebaut, die Bücher, aber man hat wirklich dementsprechend immer genügend Übungsaufgaben, Erklärungen, Erläuterungen, klar, vor allem auch auf Englisch, was mir wirklich sehr viel hilft, denn die Grammatik ist doch ein wenig anders als unsere europäische. Deswegen, also diese 3 hier sind meine besten Homies. So, das war es erstmal von mir. Heute vor allem mit Perücke, weil mein Haar aussieht wie Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Also in diesem Sinne, bald ist es soweit, bald ist der 3. Dezember. Drückt eure Daumen, wenn ihr könnt, für alle möglichen armen Säue, die, so wie ich, den JLPT bestehen wollen. Ja, ich merke schon, mein Brain ist heute irgendwie implodiert. Also bitte Schlusswort hier einfügen und ja, bis dann. Haha, ich kann mich heute nicht mehr artikulieren. Die Woche war lang und ja, in diesem Sinne, bye bye.